Ja, das ist wohl die einzige Sache, die am Reisen mit dem LKW nervt. You're not alone. I'm here to stay. Also das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Eigentlich könnte man hier überall stehen. Es ist echt schon richtig kalt geworden. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen. Ja, das ist wohl die einzige Sache, die am Reisen mit dem LKW nervt. Das Tanken nicht ganz günstig, zumal wir jetzt hier an der Tanksäule stehen für 2,11 €. Aber hilft nichts, wir kommen nicht mehr bis nach Tschechien. Wir fahren schon Reserve, von daher mussten wir noch mal ein bisschen auftanken. Ja, apropos Tanken und Verbrauch, wie viel haben wir denn momentan so? Also über die letzten 1800 Kilometer haben wir so um die 21 Liter verbraucht. Ich würde sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es müsste sich zwischen 21 und 22 Liter belaufen. Und wie viel hatten wir eigentlich das letzte Mal, als wir gemessen haben, gehabt? Also wir hatten vorher schon durchaus auch mal 24 Liter gehabt auf 100 und davor 23 Liter. Die 24 Liter, das war noch in der Zeit, wo wir in den Niederlanden waren. Und da waren ja auch die Bremsen nicht ganz, sag ich mal, frei. Und das hat wohl damit zu tun, dass es dann immer leicht geschliffen hat und wir dadurch mal locker 2 Liter mehr auf 100 Kilometer verbraucht haben. Also das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Die Reparatur, naja gut, auf lange Sicht sagen wir mal. Wir sind in Tschechien angekommen, das Land des Bieres. Ihr habt es schon gesehen, wir haben schon ein paar Anbaugebiete gesehen, wo Hopfen angebaut wird. Man konnte nur nicht mehr Hopfen sehen, also die Zeit ist halt vorbei. Genau. Aber Wir haben vor 2 Tagen gerade eine interessante Doku geguckt, dass in keinem Land mehr Bier getrunken wird als in Tschechien. Ich glaube, danach kommen die Österreicher, aber sehr weit abgeschlagen. Wir werden bestimmt das ein oder andere Bier hier trinken, ne? auf jeden Fall probieren, ja. Mhm. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und essen was. Ja, wie war das so von den Straßen her? Ging ganz gut zu fahren. So. Also die Straßen sind halt von den Verhältnissen, wenn man jetzt mal abgesehen nicht auf der Autobahn so fährt, sondern halt eben nicht die Mautstraßen, sondern die Nebenstraßen, dann sind die schon ein bisschen
abenteuerlicher, könnte man sagen. Ein paar große Schlaglöcher, ne? Ja, da muss man schon mal aufpassen, das kam schon. Aber die werden auch angezeigt, also das kennt man ja auch aus Deutschland. Dann nur eben, dass in Deutschland, da wo letztendlich irgendwie Schlaglöcher angezeigt werden oder Hubbel, sind eigentlich nicht wirklich Hubbel. Wenn die hier angezeigt werden, dann sind da auch wirklich Schlaglöcher. Also, ja, naja, Odin hat sich ganz gut geschlagen so. Es ist ganz schön hügelig hier, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, das merkt man dann schon. Also die 150 PS, die er dann hat. Die haben schon ein bisschen zu tun, ne? Ja, da hat er zu tun, ja. Süß, oder? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so viele Gartenzwerge. Und, wie sieht's aus? Alles gut. Ja. Ja. Bremsen sind kühl, kann man sagen. 30 Grad, 40 Grad so. Ja. Auch Soll ich schon mal gucken. Ja, ist schön hier, ne? Ja. Irgendwie. So ein bisschen spooky aber da drin, ne? Da sind irgendwie keine Menschen, sondern alles nur Gartenfiguren. Ich weiß nicht, ich finde es gut. Ja. Hat irgendwie Charme. Diese alte Halle und dann diese, ja, weiß nicht, aus was die sind. Figuren. Ja. Unser erstes Mittagessen in Tschechien. 2 halbe Hähnchen. Yummy! Da freuen wir uns schon drauf. Das wird schmecken. Da wir ja noch nicht wechseln konnten, konnten wir aber mit Euro bezahlen. Und wir hatten vorher bei Google die Übersetzung runtergeladen. Das hat aber nicht funktioniert und die Dame konnte aber Deutsch so ein bisschen sprechen und Englisch natürlich. Also ja. Sind wir unser Essen gekommen. Mit Händen und Füßen. Der Sponsor dieses Videos ist Readly. Readly ist eine App mit einer riesigen Auswahl an digitalen Zeitschriften. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Egal, ob du dich für das Thema Auto, Bildung, Reisen, Garten oder Wirtschaft interessierst, mit der Filterfunktion nach Kategorien findest du auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Du kannst auch nach bestimmten Suchbegriffen suchen, wie zum Beispiel nach dem Thema Wohnmobil, und dann werden dir ausschließlich Zeitschriften und Artikel zum Thema Wohnmobil angezeigt. Ich lese gerade die Zeitschrift Lust auf Kroatien, da ich mich für unseren Aufenthalt in Kroatien noch ein bisschen inspirieren lassen möchte. Ich habe dort schon ganz viele Restauranttipps und Strände gefunden, die wir bestimmt auch anfahren werden. Für uns ist Readly ideal, da wir nun auch im Ausland Zugang zu deutschsprachigen Zeitschriften haben. Außerdem ist Readly platzsparend und weil kein Papier benötigt wird, auch noch umweltfreundlich. Wenn für dich Readly jetzt auch das Richtige ist, dann schau doch mal in unsere Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, mit dem erhältst du die ersten 2 Monate Readly für nur 1,99 €. Du schließt kein langfristiges Abo ab. Readly kannst du jederzeit ganz unkompliziert kündigen. Schau doch einfach mal rein. Manchmal sind wir zu faul, die Leiter oder die Treppe rauszuholen. Das Hähnchen war lecker, hat 9 € gekostet. Da wir aber keine tschechischen Kronen dabei hatten, haben die halt auch in unsere Euro angenommen. Tschechische Kronen hätte das umgerechnet 7,60 € gekostet, so 2 halbe Hähnchen. Und Benzin oder Diesel kostet hier umgerechnet 1,85 €. Jetzt geht's weiter.
schön. Genau dafür sind wir unterwegs. Also genauso habe ich mir das vorgestellt. Total klasse. So weite Straßen, nicht viel los und die Landschaft, wie du sehen kannst. Und das sieht richtig malerisch aus. Also total genial. Und dann auch im Herbst jetzt hier, das ist ja mega schön. Also ich hatte eigentlich eher so gedacht, ja, doof, jetzt kommen wir auf den Winter und jetzt ist das kalt. Ja, es ist nicht warm, aber der Herbst ist ja so schön hier. Wir haben gefühlt viel mehr Wald als wir in Deutschland. Ich finde, das ist ein gelungener Stellplatz. Finde ich auch. Für die erste Nacht, das Ja. ist echt schön hier. Eigentlich sind wir noch nicht am Zielort angekommen, aber wir haben jetzt schon irgendwie 17 Uhr fast, so kurz vorher. Und ich bin auch langsam müde und dann macht das auch keinen Sinn weiterzufahren. Außerdem ist es echt schön hier. Also Ja, gab dann keinen Grund, irgendwie sich nicht hier ein Plätzchen zu suchen. Wir haben schon ganz, ganz viele Abfahrten gesehen so, und Waldstücke und dachten uns, eigentlich könnte man hier überall stehen. Also wirklich. Und ich richtig glaube auch schön nicht, dass hier, es ne? hier jemanden irgendwie interessiert. nee, das glaube ich auch nicht. Und die Landschaft hier ist einfach so mega, mega schön. Ja. Allein jetzt, so wie der Himmel jetzt auch aussieht, da Ja. das Also es schon- erinnert uns so ein bisschen an Schweden. Ne? Es ist Ja. so der Herbst, die Farben, das ist richtig toll. Ja. Kaum jemand auf der Straße, total idyllisch. Ja, Ich freue mich. ich mich auch. Es ist echt schon richtig kalt geworden. Also kalt und feucht vor allen Dingen. Das hat man noch gemerkt. Heute Morgen hatten wir an den Fenstern ganz viel Kondensat gehabt. Die Kabine selber, die ist trocken, aber halt am Fenster. Ne? Ja, das hier ist übrigens unsere Notleiter. Die benutzen wir immer dann, wenn wir eine Nacht stehen. Dann holen wir unsere normale Leiter halt nicht raus. Und das geht eigentlich ganz okay damit. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg und fahren erstmal den nächsten Campingplatz an, um dort nochmal Wasser aufzutanken. Das haben wir irgendwie nicht gemacht. Wir wollten irgendwie los und ja, haben das irgendwie völlig vergessen. Und auch unsere Gasbuddel, die wir als Backup dabei haben, wenn das mit dem Strom halt nicht reicht. Jetzt so in den Wintermonaten wird es halt ein bisschen eng. Die müssen wir halt auch nochmal auffüllen. Wir sind hier einmal nur diesen Weg hier lang gefahren, also wirklich, keine Ahnung, 20 Meter oder so. Und Odin sieht jetzt schon so aus.
Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass die Schutzbleche dann doch nicht so hoch sind und naja, auch der Schmutzfinger bringt dann nicht ganz so viel. No souls have found their way to places they were meant to stay. Dark thoughts can fade away. You're lost right now, but it won't be the same. It's only just for now. We'll make it through somehow. It's not your fault. You won't be lost forever. Und wie ist es? Sehr lecker. Unser erstes Bier in Tschechien. Schmeckt super. Direkt von der Brauerei. Genau. Und jetzt lassen wir uns unser Biergulasch erstmal schmecken und dann geht's weiter. Die Tschechen sind auch auf Deutsche eingestellt. Man spricht hier zum Teil recht gutes Deutsch sogar. Englisch geht natürlich auf jeden Fall. Und ansonsten mit Hände und Füße, also das ist natürlich auch immer kein Problem. Aber jetzt hier an der Pilsener Urquell Brauerei ist es absolut kein Problem. Es gibt auch deutsche Touren, die hier angeboten werden. Von den Preisen her, jetzt gerade vom Essen und vom Trinken, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall günstiger als in Deutschland. Wir zahlen jetzt hier für ein Essen mit 2 0,3 Liter Bieren vom Fass rund 20 €, so 22 €. Und das ist schon günstig, obwohl es hier eine Touristenattraktion ist. Wir sind heute in der Stadt Pilsen und hier in der Brauerei Pilsener Urquell haben wir eine Tour gebucht. Hier werden wir uns anschauen, wie Bier gebraut wird.
Interessanter Fakt, in keinem anderen Land wird mehr Bier getrunken als hier in Tschechien. 182 Liter pro Kopf pro Jahr werden hier getrunken. Wir sind schon gespannt auf die Tour, gleich geht's los. Riecht irgendwie süßlich. Das ist gepresster Hopfen, der gemahlen wird für das Bierbrauen. Sehr lecker. Tolle Führung hier. Die Führung ist jetzt zu Ende. Wir fanden sie richtig gut und für 10 Euro lohnt sich das auf jeden Fall. Sollte man sich angucken. Das Pilsen hat übrigens eine bestimmte Biersorte, wie wir sie gerne auch in Deutschland trinken, geprägt. Und zwar das Pils oder das Pilsener. Und gehört zu der Sorte der untergärigen Lagerbiere. Ja, wir haben uns jetzt nochmal Biersorten mitgenommen. Natürlich auch einmal das Pilsener Urquell in der Dose. Jetzt möchte man natürlich meinen, so naja, in der Dose, nee, lieber in der Flasche. Das stimmt nicht so ganz, weil Bier darf kein Licht abkriegen. Je weniger Licht Bier abbekommt, desto originaler ist der Geschmack, wie er von der Brauerei direkt kommt. Und ich weiß nicht, der ein oder andere Biertrinker wird es vielleicht auch schon mal gespürt oder geschmeckt haben, dass das Bier aus der Dose durchaus gar nicht so schlecht schmeckt und teilweise vielleicht sogar besser schmeckt als aus der Flasche. Ist natürlich Geschmackssache, aber das ist das, was ich halt gelernt habe. You're not alone. I'm here to stay.